Wir sind die Rutkowski 68 Galerie. Wir sitzen in Köln-Ehrenfeld in der Lichtstraße, sind jetzt umgezogen Anfang des Jahres und mein Chef hat sie 2011 gegründet, Nils Müller. Zeigen ein internationales Programm, einige deutsche Künstler, auch lokoregional bekannte, aber auch internationale Künstler aus Paris, aus New York, im Grunde eine Mischung. Und was zeigt ihr hier auf der Art Cologne? Wir haben eine Einzelpräsentation mit Philipp Emde. Philipp Emde ist ein Kölner Künstler und wie man unschwer erkennen kann, beschäftigt er sich mit Steiftieren, die er in seine Arbeiten einbaut. Hier sitzen diese Affen, Coco, genau dieses Modell heißt so, vor diesen monochromen Bildern. Und der Betrachter gerät in die Position, dass er den Affen beim Betrachten der Bilder zuschaut. Also man ist selber nur der Zuschauer vom Ganzen. Interessant ist es, dass er einen natürlich zum Schmunzeln bringt mit der Präsentation oder dieser Gesamtinstallation. Aber irgendwie hat es dann auch was Kritisches. Die Affen fragen sich, was es vielleicht mit den Monochromen auf sich hat. Das ist zumindest bei dieser Installation der Ansatz. Was ist das mit dem Ohr? Das sieht ja auch sehr interessant aus. Genau, das ist eine Lampe, die wurde produziert, jetzt auch für diese Messe exklusiv. Und das ist auch das Ohr von einem Steifaffen, von dem Yoko-Affen, so heißt der. Und ist von hinten beleuchtet, ein sehr interessantes Objekt, denke ich. Also es bringt nochmal einen ganz anderen Aspekt an den Stand. Also alle Affen heißen Yoko. Einige heißen Yoko, einige heißen Coco. Also es sind verschiedene Serien von Steiftieren, die der Künstler auch sammelt. In seinem Atelier sind ganz, ganz viele unterschiedliche Steiftiere. Und die Yoko-Affen sind etwas größer, die Coco-Affen sind etwas kleiner. Und das sind jetzt Affen, die ich vermute mal aus den 50er Jahren ungefähr stammen, 50er bis 70er Jahre, verschiedene Serien. Und die Bilder im Hintergrund fertigt der auch? Die fertigt er auch. Das sind Graphitarbeiten, die nochmal collagiert sind. Da sind einige Elemente mit Acrylfarbe. Und das Ganze hat irgendwie so was Physisches auch, der Prozess der Erschaffung. Also er bearbeitet diese Arbeiten mit Graphitpulver erstmal und dann auch mit Graphitstiften. Und dann setzt er diese Tiere davor. Und dadurch entsteht dann diese Installation. Das ist ja nochmal ein ganz interessantes Bild. Was sehen wir denn da drauf? Das ist eine Szene aus seinem Atelier. Eine Atelierszene bei ihm natürlich mit Steiftieren, weil das Atelier nur so wimmelt vor verschiedenen Tieren. Und das ist eine Anspielung aber jetzt auch an einen Film, der heißt Meet the Feebles. Der muss so aus den 50er, 60er Jahren sein, vermute ich jetzt mal. Und da spielen auch verschiedene Tiere mit. Es ist im Grunde eine Karikatur von der Sesamstraße. Und das ist auch der Titel, Meet the Feebles. Aber mit seinen Steiftieren im Aber Vordergrund. ein Affe ist nicht dabei, ne? Ein Ist Elefant? nicht dabei. Also hier haben wir einen Elefanten, den Hasen, man sieht hier noch den Vogel, Papageien. Obwohl alle Tiere am Stand Affen sind, bis auf die kleine weiße Maus, die sich hier rein verirrt hat. Und was will die kleine weiße Maus uns sagen? Also ich glaube, die schaut sich dieses Monochrom an, während die Affen etwas irritiert sind. Man sieht, die halten die Hände an den Kopf, wissen vielleicht auch erstmal nicht, was sie mit der Monochromarbeit anfangen sollen. Und wir schauen uns mal wieder an, wie die Affen davor sitzen und sind wieder in dieser außenstehenden Betrachterrolle. Und ihr erklärt der große Affe dem kleinen Affen. Was? Ganz genau. Die sind irgendwie im Dialog, unterhalten sich über die Arbeit und der hinten scheint sich dann auch schon abgewendet zu haben von dem Bild. Vielleicht hat er schon lange genug gesehen. Also das sind so die verschiedenen Aspekte, Varianten, was die Affen dann mit den Bildern machen. Aber natürlich hat es auch nochmal diese Komponente, dass das alles Vintage-Steiftiere sind. Er sammelt die, er kauft die über verschiedenste Quellen, eBay, auf Flohmärkten, was auch immer. Und einige sind mehr abgeliebt, andere weniger. Also einige sind dann mehr die Sammlerstücke, die in den Schrank gestellt wurden. Und andere wurden geliebt von Kindern, wem auch immer, über Jahre. Und klar, man weiß nicht, wer war der Vorbesitzer. Das ist auch nochmal so ein bisschen der Aspekt, was, denke ich, auch sehr interessant ist. Und noch eine Sache hierzu. Sobald man natürlich diesen Stand betrifft, ist man als Betrachter auch in der Rolle, dass man vielleicht wie diese Affen vor dem Bild steht. Also das ist auch nochmal ein Aspekt, der damit reinspielt.
Die sind schon sehr, sehr unterschiedlich von den Gesichtern. Also fast schon wie kleine Kunstwerke. Auf jeden Fall, also Oh, und der hat kein Auge mehr. genau, also die Affen sind auch nochmal alle ganz anders. Das liegt natürlich daran, dass die vielleicht was anderes durchgemacht haben, mal mehr, mal weniger geliebt wurden. Und ja, einem fehlt das Auge, einer hat vielleicht eine Farbe, die mehr ausgebleicht ist. Und man sieht auch, wie die sich über die Jahre, Jahrzehnte verändert haben, auch einfach von der Produktion, von der Machart, dass dann vielleicht andere Stoffe verwendet wurden. Ganz genau. Sehr, sehr schöne Arbeit. Vielen Ja. Dank. Ja, ich danke.